Ich versuche eine Woche ohne Uhr zu leben. Mutig. Cool. Warum? Das wäre überhaupt nichts für mich. Du bist ja bekloppt, warum machst du das denn? Hi, ich bin Josef und ich wollte wissen, was passiert, wenn ich eine Woche ohne jegliche Uhrzeit lebe und mich nur auf mein inneres Zeitgefühl verlasse. Ich habe nachgezählt und im Durchschnitt schaue ich 46 Mal am Tag auf meine Uhr, öfter als in den Spiegel. Ich bin ein sehr pünktlicher Mensch und ich habe einen sehr durchorganisierten Kalender und das mag ich eigentlich auch ganz gerne. Obwohl es in dieser Woche nicht so viele Termine gab, gab es ein paar, die sehr früh am Morgen lagen und ein paar, die sehr spät am Abend lagen. Beides Zeiten, die ohne Uhr ziemlich schwer herauszufinden sind. Was denkst du, ist das Schwierigste für mich? Morgens aufstehen. Also so zu gewissen Uhrzeiten. Obwohl manchmal ist es ja auch so, dass du schon vor dem Wecker aufwachst. Also ich glaube, so eine innere Uhr hat man schon so ein bisschen, was irgendwie gruselig ist. Ich finde es komisch. Ganz plump gesagt, Termine einzuhalten, glaube ich. Jetzt wie heute, wir machen zusammen irgendwelche Schreibarbeiten oder du schreibst und dann musst du das abgeben. Und meistens hast du ja nicht nur einen bestimmten Tag, sondern auch eine bestimmte Uhrzeit. Das könnte zu Komplikationen führen. Um mich selber vom Schummeln abzuhalten, habe ich erstmal alle Uhren abgeklebt, die ich finden konnte. In meiner gesamten Wohnung, aber auch mein Smartphone, was ich ein bisschen trickreicher abkleben musste, weil ich einmal die Uhrzeit oben links nicht sehen durfte und zum anderen aber auch nicht die Uhrzeit im Sperrbildschirm. Deswegen habe ich mir eine provisorische Klappe für das Handy gebaut. Des Weiteren durfte mir niemand anders die Uhrzeit sagen und auch ich durfte keine anderen Hilfsmittel zur Zeitkontrolle benutzen. Nur mein eigenes Zeitgefühl. Ich wusste nicht, was passieren wird. Werde ich extrem lang schlafen? Werde ich überall zu spät sein oder zu früh? Und wie merke ich das überhaupt? Funktioniert meine innere Uhr? Und dann ging es los. Ich bin jetzt mit dem Licht aufgewacht und es kann jetzt zwischen 4:30 Uhr und 6:30 Uhr gerade alles sein. Ich wusste zwar nicht, wie viel Uhr wir haben, aber ihr könnt es sehen, ich blende es euch hier ein, denn diese Daten konnte ich natürlich von meinem Smartphone und meiner Kamera ziehen. Am Montag um 10 Uhr hatte ich einen Termin mit Marti, unter anderem um ein Interview für dieses Video zu machen und Marti kam tatsächlich zu spät, was ich aber nicht gemerkt habe. Deswegen war das alles gar kein Problem. Marti Fischer ist noch nie ein Freund der Uhr gewesen oder die Uhr kein Freund von ihm. Das soll jetzt keine Ausrede oder Entschuldigung oder sowas irgendwie sein. Gleichzeitig war es am ersten Tag total schwierig, eine Pause zu machen. So dieses Gefühl zu finden, wann ist Mittag, wann esse ich jetzt. Hunger und Müdigkeit sind innere Indikatoren, nach denen man sich richten kann. Ich hatte das aber teilweise so ein bisschen verlernt, weil ich nicht mehr esse, wenn ich Hunger habe, sondern ich esse zu einer bestimmten Uhrzeit. Das heißt, auf meinen natürlichen Biorhythmus höre ich eigentlich nur in den seltensten Fällen. Gegen Abend hatte ich einen Livestream. Ich glaube, ich war ziemlich zu früh online. Jedenfalls haben das die Patreons gesagt. Und ich musste direkt mal den Chat so halb verstecken hinter einem anderen Fenster, weil auch da gab es kleine Zeitstempel. Die gibt es auch bei WhatsApp und Telegram und allen anderen Messengern. Das heißt, ich konnte diese Messenger faktisch nicht mehr richtig benutzen. Außerhalb meines Arbeitszimmers gab es natürlich ein paar Gefahren, die ich nicht abkleben konnte, wie öffentliche Uhren oder auch Kirchenglocken. In dem Fall musste ich mir schnell Kopfhörer aufziehen, weghören und bei öffentlichen Uhren den alten Trick aus dem Spiegelexperiment nutzen und einfach weggucken. Am Dienstag hatte ich morgens um 8:30 Uhr einen Arzttermin. Der Vorteil war, ich wachte sehr früh morgens auf. Ich hatte keine Ahnung, wie früh es ist, da es Juni war, habe auf die Straßen geguckt, es war kaum jemand unterwegs und dachte, kann ja nicht so schlecht sein von der Uhrzeit. Habe mich auf den Weg gemacht, bin auf dem Weg tatsächlich gestresst gewesen, weil ich dachte, vielleicht bin ich sogar schon zu spät und war dann da. Überpünktlich um 6:30 Uhr. Die Praxis hatte noch geschlossen. Ich glaube, ich bin richtig krass zu früh. Mir blieb also nichts anderes übrig, als ein bisschen in der Gegend um die Arztpraxis spazieren zu gehen. Und als die Straßen voller wurden, ging ich auch zurück in die Praxis, die dann auch voll war. Ich glaube, ich war dann sogar ein bisschen zu spät, aber niemand hat was gesagt. Scheiße. Wie würdest du dein Leben bewältigen, wenn du eine Woche ohne Uhr klarkommen müsstest? Gar nicht, glaube ich. Ich wäre jeden Tag zu früh auf der Arbeit, deutlich zu früh, weil ich Angst hätte, zu spät zu kommen. Und ich würde vermutlich auch später gehen, weil ich Angst hätte,
meine Stunden nicht zu erfüllen. Also seitdem ich weiß, dass wir dieses Interview hier machen, habe ich so ein bisschen geschaut, wie oft ich auf die Uhr schaue. Und so richtig bewusst auf die Uhr schauen mache ich ganz selten. So, ich lebe eigentlich auch eher so in den Tag rein. Also geht halt auch, weil wir selbstständig sind. So, du kannst halt deine Uhrzeiten selber bestimmen so ein bisschen. Wenn du keine festen Abgabetermine hast oder irgendwelche Termine sonst, dann geht es eigentlich ziemlich easy. Und ich glaube, ich würde es gut hinbekommen. Ich finde es tatsächlich interessant und ich glaube, wenn ich das Video gesehen habe von dir, dann mache ich das auch einfach mal. Ich glaube, ich würde relativ zügig aufgeben. Auf den Fidschi-Inseln, da haben einige Freunde von mir mal sich so eine Woche die Zeit vertrieben. Zeit. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber die meinten so, die haben von der sogenannten Fiji-Time erzählt. Das heißt, du kommst und bist verabredet, aber eben nur sehr lose und dann, also man trifft sich schon, aber eben nicht zu einer bestimmten Zeit. Dann kommt man irgendwann da an und dann so, ey, na, schön, dass du da bist. Aber es gibt da keinen bestimmten Zeitpunkt, wann die sich treffen. Am Mittwoch hatte ich nur ein paar Telefontermine und abends hatte ich den angenehmen Deal mit Sebastian, dass er mich anruft, wenn ich mich auf den Weg zu ihm machen soll. Trotz des Anrufs von Sebastian war ich dann einen Moment zu früh, aber das war ein ganz angenehmer Moment. Ich sitze jetzt bei Sebastian vor der Tür und er ist noch nicht da. Ich habe aber keine Ahnung, ob er zu spät ist oder ob ich einfach zu früh bin. Ich weiß es nicht. Und ich wusste, die Zeit ist jetzt meine. Ich muss nichts mehr machen, es ist nach meinem offiziellen Feierabend, das ist jetzt gleich Freizeit. Und dann habe ich einfach nur da gesessen und ein Hörspiel gehört. Ich habe oft das Gefühl, ich habe zu wenig Zeit für all die Dinge, die ich machen möchte. Deshalb war ich sehr gespannt, ob ich in dieser Woche zu einer inneren Ruhe kommen würde, ob ich das Gefühl haben würde, doch mehr Zeit zu haben. Aber auch am 4. Tag wachte ich sehr früh morgens auf, aufgrund des Stresses zu verschlafen und schlief dadurch am Ende jede Nacht weniger. Das wirkte sich natürlich nicht besonders gut auf meinen persönlichen Zustand aus. Mit einem Mittagsschlaf versuchte ich dagegen anzukämpfen, aber auch das hat nicht besonders gut funktioniert. Da ich mit der Arbeit nicht hinterherkam und bei Terminen oft so viel zu früh war, dass ich dort viel meiner produktiven Zeit verlor, wurde die Woche nach und nach zum kleinen Albtraum für mich. Insgesamt habe ich gemerkt, dass meine innere Uhr vormittags immer sehr gut funktioniert, aber je länger der Tag ist, desto schwieriger ist es für mich, die Uhrzeiten den echten Uhrzeiten zuzuordnen. Also meine innere Uhr hat mir auch viel früher immer gesagt, jetzt ist Zeit, Feierabend zu machen. Und das habe ich dann auch an diesem Tag gemacht. Ich habe dann Feierabend gemacht zu der Uhrzeit, zu der es sich richtig angefühlt hat. War ein bisschen früher als sonst. Normalerweise arbeite ich bis 18, 19 Uhr. Aber hey, ich hatte das Gefühl, das reicht für heute. Und vielleicht sollte ich das öfter mal machen. Was bedeutet Zeit für dich? Das ist eine große Frage. Boah. Sehr deep und philosophisch auf einmal. Nicht so wirklich viel. Es ist einfach so ein Ding, das kann man nicht aufhalten, das kann man nicht beeinflussen, das spielt einfach mit. Und eigentlich versuche ich so gut es geht, so im Hier und Jetzt zu leben und gar nicht so an Zeit vorher und nachher zu denken. So, deswegen ist Zeit für mich eigentlich so richtig, richtig relativ. So, gibt's nicht wirklich, ist nicht greifbar, ist nicht fassbar. So. Letztlich fällt mir immer wieder auf, dass wenn ich so all diese Abschnitte nehme, die so ein Tag in der Regel hat, dass die Zeit, die für mich selber bleibt, irgendwie so ist. Also wirklich wahnsinnig klein. Und da hätte ich gern mehr von. Also grundsätzlich würde ich sagen, ich habe genug Zeit. Ich habe genauso viel Zeit, wie ich brauche für alles, was ich brauche. Aber es ist auch eine Luxusposition. Dadurch, dass ich halt nicht gefangen bin in einem Job, der Zeiten vorgibt. Also ich glaube, dass viele Leute viel mehr strugglen damit. Und dann verstehe ich auch, warum die sagen, ich brauche mehr Zeit am Tag. Weil halt so viel Zeit oft für die Arbeit weggeht. Mir ist auch aufgefallen, dass ich Schwierigkeiten habe zu warten. Wenn ich jetzt an der U-Bahn stehe, hole ich mein Smartphone raus. Ich habe das gar nicht mehr zugelassen, auch mal zu warten, auch mal die Gedanken ein bisschen schweifen zu lassen. Und das habe ich tatsächlich dann wieder angefangen. Am Freitag habe ich generell gemerkt, dass ich innerlich entspannter geworden bin, ruhiger geworden bin. Und am Samstag früh bin ich dann auch sofort krank geworden. Es war so das ganze Grippegefühl, das man kennt. Und das ist dann über das ganze Wochenende nicht mehr weggegangen. Ich lag 2 Tage lang komplett krank im Bett.
Ich habe für mich herausgefunden, Zeit ist nicht knapp, sondern mein Umgang damit ist ein bisschen fraglich gewesen. Es hat sich auf jeden Fall was verändert in meinem Verhalten, was Zeit angeht. Ich habe nach wie vor einen gut strukturierten Kalender, aber ich habe jetzt keine Angst mehr, auch mal ein paar Felder in diesem Kalender leer zu lassen, um Pausen zu machen. Als ich am ersten Tag nach dem Experiment wieder eine Uhr angezogen habe, ist mir eine Sache aufgefallen. Ich habe nur noch 15 bis 16 Mal am Tag auf die Uhr geguckt. Und ich denke, das ist ein sehr gutes Zeichen, weil es mir persönlich zeigt, dass ich mir ein bisschen mehr Freiräume lasse und nicht mehr ganz so stark an der Uhr hänge. Und ein Gedanke ging mir zum Ende des Experimentes nicht mehr aus dem Kopf. Worauf warte ich eigentlich? Was hält mich davon ab, genau jetzt Zeit für die Dinge zu schaffen, die mir wichtig sind? Eigentlich nichts. Und die Frage möchte ich euch auf jeden Fall mitgeben. Worauf wartet ihr eigentlich? Würdest du wissen wollen, wie viel Zeit du noch hast? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich würde niemals in die Zukunft gucken wollen. Auf gar keinen Fall. Das macht dich doch nur fertig. Ich kann ja morgen schon sterben, dann würde ich jetzt hier nicht mit dir sitzen. Aber dann würde ich auch was verpassen. So ist doch Kacke. Nee, auf gar keinen Fall. Geht mich gar nichts an. Eigentlich versuche ich immer Experimente zu machen, die ich so noch nicht gesehen habe und freue mich immer über eure Vorschläge. Diesmal war ich ein bisschen zu langsam. Lisa Sophie Laurent hat das nämlich auch gemacht, das Experiment. Sie hat das auch ein bisschen anders gemacht als ich. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Das war's für dieses Experiment. Ich freue mich sehr auf Kommentare, Likes und wenn ihr das Video teilt. Bis bald. Zeit bedeutet für mich Zeit.